Leute, es wird spannend. Wir treffen eine Frau, die hat alles aufgegeben, um ihren Traum zu verwirklichen. Die entwirft jetzt Tiny Häuser. Wir treffen zwei Brüder, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und die restaurieren jetzt alte Oldtimer-Bullis. Und wir haben eine ganze Familie und die haben sich so sehr in einen Naturcampingplatz verliebt, die haben den einfach gekauft. Das alles entdecken wir zusammen mit der Pamela, meinem Wohnmobilmädchen. Und das Besondere ist, Pamela ist in diesem Monat 28 geworden und sie läuft und schnurrt wie eh und je. Und da soll es sein. Das Tiny House Paradies. Und das liegt so ziemlich in der Mitte von Deutschland, in Zierenberg-Oelshausen. Valeria? Friso? Hi. Hi, grüß dich. Das ist ja, ich hab viel von gehört, das soll hier das Tiny House Eldorado sein. Ja, Und das ist alles deins. ist alles meins, ja. Das Wie, stimmt. wie bist du denn dazu gekommen? Ja, mit einem Tiny House bei mir im Garten. Und dann war ich tatsächlich unterwegs und habe Urlaub gemacht. Und dann kamen Freunde, Nachbarn und haben mich gefragt, Mensch, ich will auch ein Tiny House haben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann baue ich noch ein Tiny House und noch ein Tiny House. Ich meine, das sieht ja auch schon knallermäßig Ja. aus hier, ne? Das kann ich wirklich ziehen auch. Ja. Das ist der Witz am Tiny House. Dürfen wir mal Du, ich reingucken? mach das, ne? Also ich mache damit selber noch Urlaub, ne? Mit dem Ding Tiny hier? House. Ja, ja. Darf ich mal rein? Ja, natürlich, hereinspazieren. Fühl dich wohl. Oh, Ich komm mit. das ist ja... Oh, ist das gemütlich. Darf ich mal... Spring, tauch. Auf geht's, fühl dich wohl. Wie, und hiermit fährst du in Urlaub? Genau. Bist du unterwegs? Damit bin ich unterwegs, genau. Das sieht sehr nach Küste aus hier. Ja, ich komme ja aus dem Norden, ne? Ich komme ja aus Flensburg. Ach, Deswegen wollte ich ein Stückchen Heimat hier bei mir zeigen. Und womit stehst du dann hier? Das ist ja hier mit Veranda. Genau, richtig. Das heißt, wenn du schön am See stehst oder irgendwo in den Bergen, dann kannst du schön die Fenster aufmachen, draußen sitzen, dich wohlfühlen, Kaffee trinken. Und weißt du, was das Schöne ist, Friso? Du siehst so sportlich aus, ne? Ja, nee, das heißt, sieht echt? nur so aus, ja. Meinst du? Nee, Ich habe ein bisschen abgenommen über Also den du Winter. kannst auf jeden Fall deine Sportsachen, die kannst du unten verstauen. Da ist extra Raum dafür, für die Sportsachen. Das ist ja aber auch so ein bisschen Problem bei den Dingern, ne? Also so platzmäßig. Richtig, aber guck mal, schau mal, genau, da guckst du schon richtig. Da haben wir schön einen Kleiderschrank, da kannst du deine Sachen verstauen. Und wo stehst du dann damit? Wo ich stehe? Auf Ja. dem Campingplatz. Auf dem Campingplatz. Und Auf dem wo? Campingplatz. In Holland oder in Belgien, je nachdem, wo gerade der Wind ist. Warum das denn? Ja, weil ich bin Kitesurferin. Kitesurferin. Genau, richtig. Also ihr hängt an einem Drachen im Prinzip. Genau, lassen uns ziehen von dem Wind. Das sieht immer saugefährlich aus. Jo, aber du. Es bringt auf jeden Fall Spaß. Und da stehst du hier mit an der Genau. Küste. Und da übernachte ich und mache meinen Urlaub. Und gehe Das aufs ist Wasser. schon schick. Oh, Ja, guck mal, Lukas. Komm mal rum. Das ist übrigens mein Kamerakumpel, der Lukas. Gute. Seht ihr den auch gut? Guck dir das mal an hier. Das ist schon... weißt du, was das Schöne ist, Friso? Ha? Du bist ja ein Camper, ne? Ja, Das heißt, du kennst ja die Campertechnik. ja. Und wir haben hier eine komplette Campingtechnik in dem Haus. Das heißt, du hast hier einen Wassertank, du hast hier eine Chemietoilette. Du bist komplett unabhängig mit dem Sieht Tiny aber House. sehr edel aus. Valeria, wir müssen mal weiter. Wir müssen da sind ja noch so viele und ich habe Sehr gerne. Knaller. So. Das ist ja auch, das ist ja mal, genau Fuß. mein Ding. Darf ich? Ja, natürlich, hereinspaziert. Jetzt, wo du Bitte, da Ladies bist. first. Na klar. Lukas, bitte. Das ist ja für die Familie perfekt. Ja. Das kennt man aber auch wirklich aus Wohnmobilen hier. Stockbetten. Das ist ja... Das Schöne an diesem Häuschen, wir haben ja nur 7 Meter mal 3 Meter. Ja. Und du kriegst hier eine ganze Familie unter. Das ist so ein klassisches Ferienhäuschen. Kann ich das denn noch hinter meinem Auto Nee, das hinterherziehen? kannst du nicht. Okay, das sondern? Ist, das ist ein Mobile Home. Das hat schon Räder, Okay. aber das kannst du selber nicht ziehen. Das muss man mit dem Trecker ziehen. Aber hier, ich meine, dafür, ne, Ne, dafür hast du halt auch einen halben Meter mehr Länge. wenn du gekommen Und auch bist, um zu Breite. bleiben, ist das, glaube ich, das Richtige hier. Ui, Ja, guck mal hier. hier. Eine richtige Dusche, WC, Waschbecken. Valeria, ich habe am Anfang Ja. gesagt, du hast alles aufgegeben, um deinen Traum zu verwirklichen. Richtig. Was ist passiert? Du, es ist nicht viel passiert. Ich war eigentlich auch sehr glücklich in meinem alten Job.
Was hast du gemacht? Ich war Vertriebsleiterin Ja. und habe auch mit vielen Menschen zu tun gehabt und habe meinen Job geliebt. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich höre jetzt auf mein Herz und mache etwas, was ich halt auch vom Hobby aus her mache, was ich liebe. Ja. Und daraus ist halt diese Tiny House Geschichte entstanden. Denn ich verfolge das Ziel, tue etwas beruflich, was du halt auch liebst. Und das liebe ich immer noch. Ich liebe immer noch jedes einzelne Häuschen, was wir an die Kunden ausliefern. Das ist schon, du entwirfst sie alle selber. Ja, Dann ich konzipiere die Häuser Müssen wir alle noch selber. weiter gucken. Gerne. Komm, Friso, ich zeig dir noch ein Häuschen. Das liebe ich auch über alles. Das hat ja schon so Pamela-Charakter. Ja, das ist schon etwas rustikaler. Darf ich? Aber geh ruhig rein, genau. Jetzt bin ich mal. Oh. Das ist ja. Das ist genau mein Ding. Was sagst du, Lukas? Super! Klein und kuschelig. Ach, und geschlafen wird da oben. Ja, Darf ich da mal hoch? na klar. Fühl dich wohl. Oh, ich werd verrückt. Ey. Jetzt. Das ist es. Valeria, du hast jetzt gerade so erzählt, ja, ich habe mal so meinen Job hingeschmissen und mal eben so ein Tiny House. Ich meine, das ist ja ein Riesenschritt, oder? Du erzählst, als ob das kein Problem ist. Oh ja, gut. Also ich sag mal so, ich bin ein Mensch, der Herausforderungen auch liebt. Kein Schiss gehabt? Nein, überhaupt nicht. Kein Schiss gehabt? Gar nicht. Also ich hätte da... Ne? Aber weißt du warum, Friso? Weil ich von dem Produkt überzeugt war. Von den Tiny Häusern, Ja. die du machst. Und damals in Australien, ich war ja in Australien unterwegs und da habe ich die Tiny Häuser gesehen. Ja. Und die Australier, die Amerikaner, die sind ja schon viel, viel weiter. Und da habe ich gesagt, das, was da läuft, wird in Deutschland irgendwann mal auch kommen. Und das ist jetzt 5 Jahre her. Am Anfang hat man mich so ein bisschen belächelt, was sind schon Tiny Häuser? Heute ist das natürlich auch in Deutschland mittlerweile ein Markt. Und das freut mich natürlich. Und du hier mitten in Deutschland, in der Mitte? Mitten in Deutschland, genau. So, ich komme immer wieder Am runtergekniffen. besten rückwärts, mein Lieber. Oder Ja, so, ich du weiß. bist ja sportlich. Ne? Aber das wäre für den Film einfach spektakulär, wenn ich jetzt runterfalle, ne, Lukas? Wäre schlecht, ich brauche dich noch. Ich habe aber jetzt da draußen auch noch so ein ganz großes gesehen. Das Ja. sind aber keine Tiny Häuser Das mehr. sind Ne? Chalets. Das klingt Ja. gut. Aber Ja, gerne. Komm, auf geht's. das Ding kann man jetzt noch hinter das Auto hängen. Richtig, genau. Das wiegt 3,4 Tonnen. Das heißt, du musst das mit einem Fahrzeug ziehen können, was 3,5 Tonnen ziehen kann. Okay. Ja? Was kostet sowas? Das, so wie es hier steht, inklusive autarker Technik, sind wir bei 66.000 Euro. Okay, das ist auch schon Das ist schon Geld, eine ne? Nummer, aber das ist halt auch Qualität. Und das Schöne ist, wir sind hier komplett beim Holz. Also wir haben hier so gut wie Ach gar so, keine das ist Kunststoff. auch- das ist auch genau, Holz. das ist alles Holz. Schön. So, Friso, dann zeige ich dir mal was Größeres, oder? Wer ist er denn hier? Bruno? Das ist Bruno. unser Bruno, das ist unser Aufpasser. Ah, hier, Tiny House Bodyguard. House, genau. Hat er auch eine Bruno. kleine Hütte? Ja, die steht tatsächlich da vorne. Hast du die noch nicht gesehen? Nee. Nein. Können wir nachher mal schauen. Das ist aber, das heißt Chalet sowas. Genau, das heißt Chalet. Das ist aber jetzt schon, also das lässt man sich dann irgendwo hinstellen oder wie funktioniert Das das? hat auch Räder, ne? So wie auf dem klassischen Campingplatz. Oh, Wo du das hinstellen möchtest, kannst du dir überlegen. jetzt weiß ich auch, warum es Chalet heißt. Genau. Das ist ja, Das ist natürlich schon eine etwas größere Nummer. Ne? Wir ey, das sind habe ich ja noch nie gesehen. Guck dir doch mal die Sitzgruppe hier an. Und das designst du alles Das selbst? mache ich alles selber. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs und kaufe alles, was du hier siehst. Das ist ja der Knaller. Hier, jetzt ist ja, ich weiß, dass viele Leute immer den Traum haben, ich auch mal kurzzeitig, so ein Tiny House, ich meine, das ist ja jetzt schon ein großes Tiny House, das wäre doch toll, um darin zu leben. Ganz so einfach ist es nicht, ne? Ja, du brauchst schon eine Baugenehmigung dafür. Brauchst du eine Baugenehmigung? Ja. Wie ein normales Haus. Oh! Ach, nee! Genau. Also abgesehen davon, dass das ja hier der Knaller ist, guck mal, begehbarer Wandschrank, Kleiderschrank. Das hast du dir ausgedacht, ne? Ja. Das ist so ein Lady-Ding, glaube ich auch. Das ist ein Lady-Ding. Das kaufen auch Ladies meistens. Das ist ja der Knaller.
Wir haben sehr viele Kunden, die naturbewusst leben, ne? Die entweder Pferde züchten oder Alpakas oder eine Rentieralm. Also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die halt das Holz und die Natur lieben. Und dementsprechend bieten sich solche Häuschen natürlich auch sehr gut an. Jetzt gibt es dich seit 5 Jahren? Seit 5 Jahren gibt es mich schon, genau. Und einmal den Schritt bereut bis jetzt? Nein, auf keinen Fall. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schon 5 Jahre vorher gemacht. Ja, ich werde ja heute Nacht in der Pamela schlafen. Also Ja. etwas rustikaler leider nicht hier. Aber Pamela ist auch schön. Die ist auch schön, ja. Okay. Und der Lukas? Der Der- Lukas schläft bei uns in einem der Tiny Häuser. Lukas, willst du mitkommen? Mega, auf jeden Sehr Fall. gerne. Komm, wir Freu ich zeigen mich. dir das. Zeig mal, wo es lang geht. Das ist dein Häuschen, wo du heute Nacht schlafen kannst. Nimm mal die Kamera, Lukas. Oh, guck mal hier. Irre. Komm her, zeig Genau dir neben der Hundehütte, Lukas. Guck mal hier. Das ist mal ein Tiny Haus hier. das. Das ist dein Tiny Haus. Komm, hereinspaziert. Sehr schön. Guck mal hier, du. Mit großem Ausblick, kleiner Terrasse Genau. und einem Schaukelstuhl. Wieso? Ich habe einen Schaukelstuhl. Wir wollen immer, dass es dir gut geht, Lukas. Super. Wie ist es? Sehr schön. Dankeschön, dass ich hier bleiben darf. Ja, gerne. Immer wieder. Ausnahmsweise darf Lukas heute Nacht mal in Valerias Tiny House Ausstellung schlafen. Ist genau mein Ding. Lagerfeuer, draußen sein und dann diese Tiny Häuser. Habe ich so noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du, Luki, heute in so einem Holzkistchen schlafen darfst. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich freue mich mega drauf. Es wird cool. Aber hier, Pamela ist einfach mein Mädchen. Da lasse ich nichts drüber gehen. Das ist schön. Ich bin, Sprüh. Der Reporter brennt. Ich freue mich übrigens auf morgen, weil das geht ja spannend weiter. Das war ja erst der erste Tag. Wir sind morgen auf einem Naturcampingplatz und eine Familie hat den einfach mal so eben gekauft. Und da steht auch noch eine Burgruine drauf. Also die sind jetzt auch noch Burgruinenbesitzer. Und wir fahren ja noch zu den beiden Bulli-Brüdern. Das ist auch total spannend. Die restaurieren alte T3 Camping-Bullis. Und die kann man da auch kaufen. Und die haben wirklich ihr Hobby zum Beruf gemacht. Also ich freue mich jetzt schon, aber jetzt erstmal noch ein bisschen Hände wärmen. Es wird Nacht in Zierenberg. Am nächsten Morgen stehen wir schon früh auf. Denn bevor es zu der Familie mit dem Naturcampingplatz geht, müssen wir noch kurz was Wichtiges erledigen. Ey, das ist einfach, was für ein Wetter, oder? Es ist so ein schöner Tag wieder und das macht einfach so Spaß, wenn du mit deinem Schneckenhäuschen hier durch die Gegend fährst mit der Pamela. Das ist einfach so ein Gefühl von Freiheit. Es war ein bisschen kalt heute Nacht. Also ich hatte minus 3 Grad. Ich habe zwar eine Gasheizung drin. Bei dir war es kalt. Ich hatte es sehr, sehr warm. Kuschelig, flauschig. In deinem Holzkistchen. Ein Traum war das. Wirklich? War gut? Ja, herrlich. Also wir sind unterwegs auf jeden Fall. Unser nächstes Ziel naht. Ich habe was Besonderes vorbereitet, Lukas. Ich habe ja hier ein ganz altes Radio drin. Und jetzt ist es ja so, es hat nur ein Kassettendeck. Jetzt kann ich das natürlich ein neues Radio reinbauen oder aber ich besorge mir einfach Kassetten. Aus den 80ern, passen natürlich ein bisschen zu Pamela. So, Bin ich gespannt. ich Dann auch. lass mal krachen. Yeah! Und los geht's. Von Zierenberg-Oelshausen machen wir kurz einen Abstecher nach Kassel-Oberzweren. Für Lukas und mich gibt's den täglichen Corona-Test. So, ich habe bei Herrn Schwarz angerufen von der Apotheke und er hat gesagt, er kommt raus netterweise. Bin mal gespannt. So. Oh. Oha. Oha. So. Hallo Herr Schwarz. Guten Tag. Vielen Dank erstmal für den Service. Ja, machen wir doch gerne. Ich habe noch einen Nasentest noch nicht gehabt. Ja, Nicht so schön, oder? ist nicht so schön, aber ist auch nicht wirklich, also es tut nicht wirklich weh. Es ist ein unangenehmes Gefühl, es kitzelt sehr. Es ist auch ein Gefühl, das man eigentlich so noch nicht kannte, aber man hält es aus. Es ist nicht wirklich schlimm. Naja,
Okay. Das kriegen wir hin. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mittlerweile schon viele Tests gemacht und es kitzelt, aber es geht auch ganz schnell vorbei. Okay, gut. Okay, dann bitte mal die Maske abnehmen. So, wir sollen das rechte Nasenloch nehmen. Ja, bitte das rechte, das ist ein bisschen Ja. größer als das linke. Okay. Oh! So, das wollten Sie schon immer mal gemacht haben. Also die Augen tränen ein bisschen, aber es war jetzt wirklich nicht so schlimm. Also es kitzelt ein bisschen. Genau. So, wir hätten dann noch einen Patienten, der schon ganz scharf drauf ist. Super. Da freue ich mich ja mega hier. So, bitte einmal die Maske abziehen. Jawohl. Kopf leicht nach hinten beugen. So. Ja. So. Das war's schon? Ah, wie Schnupftabak, du. Ja, unangenehm, aber geht. Das sah auch elegant aus, du. Dankeschön, Gut super. gemacht. Ich weine ein bisschen. Sie weinen ein bisschen, ja. Das geht vorbei. Aber es tut nicht weh, ist nicht schlimm, kitzelt nur. Aber war jetzt gar nicht, also war nicht unangenehm. Echt nicht. Hat richtig Spaß gemacht, oder? Genau. Vielen Dank. Super. Und beide negativ. Wir können also weiter. Es geht von Kassel-Oberzweren zum Naturcampingplatz in Knüllwald-Wallenstein. Wir sind da. Ein See, das ist schon mal richtig. Wir sind verabredet mit der Familie Zinn. Ich habe extra vorher mal angerufen, die klangen am Telefon schon total nett. Die haben den ganzen Campingplatz gekauft. Und der soll ein echtes Highlight sein, auch so ein bisschen Geheimtipp. Das ist ja genau unser Ding. Pamela parken wir gleich. So. Mikro. Auf geht's. Da ist sie, die Burg. Die haben die nämlich mal eben mitgekauft, die Burg. Hi! Wunderschönen guten Tag, hallo. Moin, wer bist du? Ich bin der Moritz Zinn. Moritz, grüß dich, hi. Friso. Hi. Ist deine Familie da? Jawohl. Mutti. Das ist meine Mutter, genau. Ich bin Petra. Petra, grüß dich, hallo. Ach, guck mal hier. Ja. Ach, da kommt noch einer. Hallo, wer bist du? Ich bin der Sohn, der Vater von Moritz. Der Sohn von Moritz. Genau. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Also ihr habt euch in diesen Platz verliebt und habt den dann gekauft. Wie ist dazu gekommen? Der Schwalm-Eder-Kreis hat sich entschlossen, hier dieses schöne Fleckchen zu verkaufen. Wir haben uns das als Familie überlegt, Ja. ob das was für uns wäre. Und wir kommen ja schon aus Wallenstein. Wir haben ja das Landhotel im Ort schon immer gehabt. Und ja, da war das eine Chance für mich auch, hier in unserem schönen Knüll zu arbeiten, zu kochen. Und so haben wir uns vergrößert. Und was hast du gelernt? Ich bin Küchenmeister. Also Okay, Koch habe ich okay. ursprünglich mal gelernt, genau. Hi, wer bist du? Ich bin die Nathalie, ich bin die Freundin von Moritz. Und du bist jetzt auch Camping-Fan Ich geworden. bin auch Camping-Fan geworden, genau. Jetzt ist ja das Irre, ihr habt ja, habe ich das richtig verstanden? Also ihr habt nicht nur diese Badeteiche dabei, Richtig? sondern ihr seid Burgbesitzer. Genau. Das war auch sehr überraschend. Das Ganze hat sich dann erst beim Schriftlichen ergeben, dass wir dann mitbekommen haben, dass wir die Burg auch mitgekauft haben. Genau. Und wie ist das jetzt so ein Campingplatz als Familie zu haben? Auf jeden Fall spannend. Also langweilig wird es einem wirklich nie. Es gibt immer was zu tun, man trifft immer viele Leute hier. Es ist sehr abwechslungsreich, also macht schon Spaß. Und mit Kindern ist es auch prima hier. Die haben hier immer Platz zum Spielen. Andere Kinder, die zu Besuch sind. Wo dürfen wir denn stehen, Moritz? Ja, da haben wir wunderschöne Plätze direkt am See. Das klingt gut. Genau. Da gehen wir hin. Es ist aber schon sehr schick. So, Pamela, jetzt wollen wir dir mal ein schönes Plätzchen besorgen, wo wir einen perfekten Blick haben werden, hoffentlich. So, wir sind da. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jo. Leute, das ist es. Das ist es. Darum liebe ich Camping. Hier gibt es 150 Plätze. Wegen Corona dürfen momentan nur die Dauercamper tagsüber hier sein. Das ist schon schick hier, ne? Mitten in der Natur. Das ist... Oh, das ist mal eine schicke Farbe.
Passt zu deiner Jacke. Hallo, Hallo, wer seid ihr denn? wir sind die Hoppes. Die Hoppes. Seid ihr Dauercamper hier? Ja, seit einem Jahr. Ich bin der Friso, ich bin auf der Suche nach dem Campingglück. Okay, Wer bist du? ich bin der Martin. Martin und? Wilma. Wilma und? Barbara. Barbara. Und wen haben wir hier noch, die beiden Süßen? Das ist Cleo und Das ist Cleo Cleo und? und Evita. Evita. Oh, guck mal. Warum seid ihr Dauercamper? Wir kommen aus Schwalmstadt, das ist nicht weit weg und wir haben das denn jetzt in der Nähe. Das ist natürlich praktisch. Ja, genau, das war auch so ein ausschlaggebender Grund, dass man einfach am Wochenende mal herfahren kann. Ne? Dürfen wir mal in euer Wohnmobil gucken, in euren Wohnwagen? Entschuldigung, der Ja sieht so klar, schick das aus. ist nur nicht gerade aufgeräumt. Das aber macht nichts. Pamela ist auch nie aufgeräumt. Es ist halt so ein, Eine wirklich ganz- geile Farbe, wenn ich sagen darf. ja, ein ganz schlichtes Modell. Ich finde es auch toll, aber es wird nicht mehr gebaut. Es wird nicht mehr gebaut. Nee, in der Art nicht mehr. Ich habe ja auch so ein Spleen für Sachen, die nicht mehr gebaut werden. Ja, ja. Ich guck mal rein. Ja, natürlich. Das ist so, ich sage immer, so ein bisschen wie der große schwedische Möbelhändler von innen. Das ist klassisches Design, ne? Ja, Wie genau. alt ist das? Der ist von 2015. Und habt ihr Gebrauch gekauft? Nein, Neu gekauft? damals ja. Sehr schön. Ja, wichtig war, dass er eine eigene Toilette hat. Oh, da darf ich mal gucken? Ja, klar. Bei fremden Leuten ins Klo gucken. Ja, ja. Da steht jetzt Aber Camper sind ja... Aber Camper unter sich. Guck mit der Ersatzgasflasche, wenn es mal kalt wird. Und hier ein schönes Bett nochmal. ja, für die Wilma. Was liebt ihr so am Campen? Ja, den ganzen Tag draußen sein und einfach so ganz aus dem Alltag mal rauszukommen. Ne? Also in Hausarbeit. Also man hat ja hier auch einiges zu tun, aber das ist was ganz anderes als, als zu Hause. Ja. Und du bist auch schon Camping-Fan geworden, Wilma? Ja, also ich war auch schon ganz oft an der Nordsee. Und also hier ist, ja, eigentlich schon. Also ja, sehr. Hier kann man halt mal schnell hin, ne? Ja, das Genau. ist gut. Euch erstmal noch eine schöne Zeit Ja, hier. danke. Danke euch. Macht's gut. Tschüss. Oh. Meine Eltern haben früher Collies gezüchtet. Ich bin ein riesen Collie-Fan. Echt? Hallo. Hallo? Ich bin der Friso vom Hessischen Rundfunk. Wir suchen das Campingglück hier. Ja, da sind Sie hier genau richtig. Wer bist du? Ich bin die Michaela. Wir duzen uns hier auf dem Campingplatz, oder? Ja, natürlich Ja. sitzen wir uns auf dem Campingplatz. Und wer ist das hier? Das ist Elvo. Elvo. Ja. Oh, was eine Elvo. Jacke. Oh, ja. Und Gremlin. Ja. Und Mila. Mila. Ja. Mila. Oh. Was ist das Besondere an diesem Campingplatz für dich? Das Besondere, dass man hier absolut seine Ruhe hat und eine total familiäre Atmosphäre. Ja, man kann hier richtig zur Ruhe kommen und vom Alltagsstress abschalten. Er ist ein bisschen aufgeregt, ne? Er ist ein bisschen aufgeregt, ja, der möchte jetzt gerne noch Gassi gehen. Oh, guck mal her. Dürfen wir einmal bei euch in den Wagen gucken? Ja, natürlich. Er ist zwar nicht aufgeräumt, aber bitte. Das macht nichts, du. Das ist unter Campern ist das ja mal okay. Ja. Bist du ganz alleine hier? Nein, ich bin mit meinem Lebensgefährten hier. Oh, wer bist du? Matthias. Matthias. Ich habe die Erlaubnis, offiziell hier mal reingucken zu dürfen. Okay. Dürfen wir mal einmal? Komm rein. Ich mach mal Platz, oder? Mach mal Danke, so. danke. Ja. Darf ich wirklich reingehen? Ja. Ihr seid aber auch gerade erst angekommen, ne? Wir sind gerade erst angekommen. Wir lüften jetzt durch, weil der Wohnwagen halt jetzt ein paar Monate wirklich stand. Okay, deswegen ist wirklich noch ein bisschen unaufgeräumt. Ja, Das ist natürlich ja, recht. ja, und das Vorzelt ist zusammengebrochen unter der Schneelast, deswegen ist alles Echt im jetzt? Wohnwagen drin. Ja, Oh, und war teuer? ja wird jetzt nicht so teuer, ich muss nur neues Gestänge kaufen. Okay. Du, dann erstmal viel Spaß beim Aufräumen Ja, danke. und euch noch eine schöne Zeit hier. Ja, danke. Danke. Macht's gut. Ciao. Viel Spaß noch. Ja, tschüss. Hallo. Dürfen wir bei dir auch mal gucken? Hallo, na klar. Wer bist du? Angie. Angie. Ja. Ach, guck mal da. Na, sag mal was. Knurr. Der kleine Wachhund. Ihr habt euch aber gemütlich gemacht hier. Ja, bei 5 Kindern ist dann halt, 5 Kinder. ja, muss man sich halt auch was einfallen lassen, ne? Ist das nicht ein bisschen eng, sag mal? Nee? Warum bist du denn so gerne auf dem Campingplatz? Weil es mir hier Spaß macht. Kinder schließen hier mega schnell Freundschaften Ja, das ist und wirklich somit super. dann auch sind die ganz schnell
haben sie jemanden zum Spielen gefunden und sind nie alleine. Darf der Lukas mal reingucken bei euch? Na klar. Das ist ja, wie lange wohnt ihr jetzt schon hier sozusagen? Wir haben den Wohnwagen letztes Jahr gekauft. Ach, noch ganz frisch. Noch ganz frisch. Und dafür genau. sieht es aber schon sehr professionell aus. Wir haben dann nach und nach hier alles fertig gemacht. Jetzt hatte mein Mann den Unfall und jetzt geht es ein bisschen langsamer voran, aber... Was hat er? Er hat das Kreuzband gerissen. Okay. Genau. Aber gut, der lässt sich ja hier auch aushalten im Prinzip, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und einmal diesen Schritt bereut, hier zu campen? Nein. Nicht? Noch überhaupt nie. Man fährt hier auf den Platz und man hat sofort Ruhe. Sofort andere Welt, ne? Man fährt sofort runter. Ja, auf jeden Fall. Dann erstmal vielen Dank. Gerne. Euch noch eine schöne Zeit auf dem Campingplatz. Dankeschön. Und passt auf euch auf. Danke, ja. Danke, ne? Ciao. Gerne, tschüss. Einen Dauerstellplatz gibt's hier ab 650 € im Jahr. Wir sind verabredet mit Petra und Moritz Zinn. Die sind ja jetzt unerwartet mal eben Burgbesitzer geworden. Burg Wallenstein. Auf Felsen und Moos gebaut. Das hat schon was, oder? Boah, als Kind, ey. Das ist auch für Familien genial. Ich meine, du kannst ja mit deinen Kindern hier hochrennen. Die hätten ihren Spaß hier. Die hätten ihren Spaß. Und ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen. Campingplatz mit einer eigenen Ruine drauf. Ritter Lowak, kommen Sie bitte hinterher. Ui, das ist ja mega. Ah, da seid ihr ja. Das ist ja der Knaller hier. So. Gut raufgekommen. Ja, was hat denn das hier mit der Burg auf sich? Wir hatten hier mal gelebt. Ja, hier waren früher eine Familie von Wallenstein, die waren Ritter und die sind dann im 30-jährigen Krieg ist die Burg zerstört worden. Und ja, danach ist die Familie ausgestorben und das war dann die Burgruine hier. Und jetzt seid ihr wirklich Burgbesitzer? Burgbesitzer, ja genau. Das war alles im Preis mit drin. Was für Geschichte. Und was macht ihr jetzt mit dem Burggelände hier? Unter anderem haben wir den Burghof für Gruppenzelte oder auch für Familien, die kommen. Das ist hier ein... Moment, ich kann hier zelten. Genau. Ich kann hier oben... Genau. Und mit direkt. der Pamela komme ich jetzt nicht hoch, aber ich kann hier zelten mit der Familie. Genau. Das habe ich ja noch... machen das viele? Ja, wer das schafft, sein Zelt hier hochzutragen, der macht das dann auch. Nee, das wird sehr gern angenommen. Wollen wir einmal ganz oben hochgehen auf den Turm? Wir können mal oben gucken. Ja. Bitte, nach euch. Was eine Aussicht. Ich bin schon ganz gespannt. Es gibt ja so Sachen, da weiß ich gar nicht so, ob ich da noch zu viel Spielkind bin oder ist es einfach für jeden interessant, hier hochzulaufen. Lukas? Also, ich bin echt auf die Aussicht gespannt. Ich auch. Ah! So, geschafft. Das ist ja sensationell. 52 Stufen. Also ich würde ja gerne hier oben campen wollen. Habt ihr denn diesen Schritt, diesen Campingplatz zu übernehmen, irgendwann mal bereut, Petra? Nein, haben wir nicht, weil es hat sich gut entwickelt. Also das, was wir uns vorgenommen haben, ist auch so gekommen. Und ja, es gibt immer neue Herausforderungen, aber das ist ja das Schöne. Also ihr lebt das wirklich hier? Ja. Ist das so ein bisschen euer Traum, würdet ihr sagen? Oder? Naja, Traum ist es doch einfach, da zu arbeiten und da zu leben, wo andere Urlaub machen. Ne? Also wir sehen jetzt mal den Nutzen davon. Also wir haben hier eine wunderschöne Region, mega Ausblicke und ja, wir dürfen da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Sensationell. Zurück unten am See bei Pamela. Freunde, und da sind sie. Die goldenen Campingregeln. Glücklich aufwachen, tut man garantiert als Camper. Vom Stress erholen, auch klar. Mittagsschläfchen, immer so eine Sache. Abends grillen, heute mal nicht. Und glücklich einschlafen. Das geht tatsächlich bei der Pamela ganz gut. Ich zeige es euch mal. Kommt gerne mit herein. Sie ist ja schon 28 Jahre alt, die Pamela. Und das ist wirklich der Knaller, finde ich, weil du hast hier eine ganz tolle Sitzecke. Du kannst mit mehreren Leuten drin sitzen. Und nachts wird das hier tatsächlich runtergeklappt. Polster drüber und du hast eine mega Liegefläche. Das macht Spaß. Das ist übrigens die Heizung, von der ich gesprochen habe. Die sorgt dafür, dass ich nicht erfriere. Sehr effektiv. Übrigens fast überall gleich. Hier haben wir eine kleine Küche. Die bleibt heute mal kalt. Mit der Spüle. Alles sehr praktisch. Und klar, Badezimmer im Bau.
Die Leute, die vielleicht schon mal Campingfolge 1 bis 3 geguckt haben, die kennen sie vielleicht schon. Hier ist ein Waschbecken. Das kann man halt hochklappen. Da ist auch noch ein Klo drunter. Alles sehr, sehr praktisch. Ich habe Hunger. Lukas, wie sieht es bei dir aus? Irre Hunger. Den ganzen Tag gearbeitet. Wir müssen heute aber nicht kochen. Sehr gut. Wir müssen nicht kochen. Wir haben was bestellt. Bin ich gespannt, was du ausgesucht hast. Lieferservice. Moin Moritz. Moin, moin. Ich bin total gespannt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Rausspaziert. Ihr habt normalerweise nämlich eine Gastronomie hier, ne? Genau, wir haben ein Restaurant unten mit einer wunderschönen Terrasse. Jetzt habt ihr leider zu. Jetzt ist leider... Aber ihr habt Liefer- und Abholservice. Genau. Ich Extra bin für dich total heute. gespannt. Ich habe ja gesagt, du sollst dein Lieblingsgericht bringen. Ja. Stellst du mal rüber, lass uns mal gucken, was du dabei hast. So. Wir haben heute ganz leckeres Bio-Freilandschwein. Oh. Und dann das Lieblingsgericht aller Deutschen. Und zwar als Schnitzel. Genau. Es ist einfach lecker. Da lässt sich jetzt auch gar nichts dran leugnen. Und dazu gibt es Trüffelpommes. Trüffelpommes. Und Salat. Das sieht, boah, wie das riecht. Das sieht ja auch nicht nach Standard aus hier. Nö, das ist einfach ein bisschen anders interpretiert, aber wie gesagt, sehr, sehr lecker. Oh, ein Salätchen. Genau. Ich danke dir. Bitte schön, ich wünsche guten Appetit. Ja? Danke, werden wir haben. Neues Campingbesteck habe ich besorgt. Sieht schick aus, ne? Zack. Ist sogar komplett abbaubar. Designerbesteck. Wahnsinn. Ja. So. Lukas. Ich mach mal den Vortester. Schnitzel. Ich finde das ja immer gut, wenn das hier aus der Region kommt. Also ich finde das... Lecker? Das ist richtig saftig. Das schmeckt ganz toll. Ich bin Nicht so so fettig. Schnitzelliebhaber. Wahnsinn. Du darfst sofort, Lukas. Ja, bitte. Und da ist nicht nur Trüffel drauf, da ist auch noch Parmesan drauf. Das war ein glückliches Schwein. Gut gestärkt geht's weiter. Das Schnitzel mit Trüffel-Parmesan-Pommes und Salätchen kostet übrigens 18,80 €. Unser nächstes Ziel, die Jungs, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Alte Campingbullis aufmöbeln. Ich freue mich schon auf die beiden Bulli-Brüder, weil ich habe vorher angerufen, die waren total nett am Telefon. Und das sind ja im Prinzip so Leute wie wir. Einfach Leute, die das Campen lieben. Wir müssen noch ein Stückchen fahren. Oh, guck mal. Ein freier Camper auf weiter Flur. Auch so ein schönes altes Schätzchen. Bisschen jünger als die Pamela. Komm, wir gehen mal klopfen. Das liebe ich ja, ne? Einfach mal Hallo sagen. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Pamela, du musst warten. Nicht, dass die schlafen. Komm, wir klopfen mal. Hallo? Hallo? Wieso? Guck mal bitte. Oh. Ein rollendes Bordell, oder? Mit den roten Scheiben. Das habe ich gar nicht gesehen. Wieso? Nicht, dass wir stören. Komm. Love, Peace und Freiheit. Camping halt. Jetzt aber weiter, denn die Bulli-Brüder warten schon auf uns. Vom Campingplatz Wallenstein ist es auch gar nicht so weit. Nach ungefähr einer Stunde erreichen wir die Busmanufaktur von Philipp und Lutz Mehlhorn in Espenau. Wenn wir hier nicht richtig sind, weiß ich es auch nicht. Das sieht ja... Oh, guck mal. Das sind schon schicke Teile, oder? Darum sind wir hier. Oh. Stark, stark. Wollen wir mal gucken? Philipp und Lutz. Ob die da sind. Oh. Philipp, Lutz? Ja. Moin, hi. Moin, wieso? Moin. Da sind sie, die Bulli-Brüder. Was macht ihr gerade? Also hier machen wir gerade einen Innenausbau.
Das heißt, wir haben den ganz nagelneuen T6-1-Bus, wo ein Campingausbau reingebaut wird, ohne Schlafdach, aber eine einfache, recht günstige Variante. Aber damit hat es ja nicht angefangen. Also es hat ja, damit hat es nicht angefangen. Angefangen hat es mit den T3-Bussen und bei mir im Speziellen mit dem Bus da draußen. Gehen wir mal raus. Ja, das ist ja mal... Hat mich ein bisschen ans A-Team erinnert. Ja, findest du? Ja, ich glaube, das liegt hier so ein bisschen auch an diesem... Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ganz was Besonderes. Den habe ich als recht jungen Bus kaufen können. Darf ich mal rein? Ja, gerne. Bist du damit unterwegs gewesen? Ja, einige Reisen. Erzähl mal, wo warst du damit? Also das nördlichste, was wir gemacht haben, war Island. Sind wir mit der Fähre rübergefahren, ja. Und Mit dann deiner Freundin einmal- zusammen? Ja, genau. Mit meiner heutigen Frau, damaligen Freundin. Also das war immer entspannt, weil wir halt einfach gemeinsam da die große Reiselust teilen. Geschlafen wird hier unten da, wo du sitzt. Hast du eine Schlafsitzbank, die du ausklappen kannst und dann hast du ein großes Bett. Und ordentlich Stauraum. Da kommt der Stauraum für die ganze Kleidung. Und wo warst du mit deiner Freundin noch so? Das südlichste, was wir gemacht haben, ist unten Südtürkei. Okay. Das heißt, es waren dann schon richtig Kilometer machen. Also was waren es? 8.500, 9.000 Kilometer, die wir gefahren sind. Wie alt ist der hier? Der ist Baujahr 90. Okay. Der ist ja älter als Pamela sogar. Aber du hast alles hier drin. Ne? Ich meine, das sieht auch wirklich gemütlich aus. Ja, die Besonderheit ist, du kannst hier die Küche, kannst du sogar runterkurbeln. Das heißt, während der Fahrt hast du hier noch besonders viel Platz. Ah, ein bisschen Platz machen da. Ich klapp mal mit. Ja, genau. Hier ist die Kühlbox. Ah, alles da. Alles da, genau. So, und dann gehört das eigentlich während der Fahrt dann so. Aber ihr habt ja euer Hobby zum Beruf gemacht. Wie kam es denn dazu? Also wir haben uns natürlich dann immer, mein Bruder und ich, schon mit den Bussen beschäftigt. Und irgendwann war natürlich das Interesse auch bei uns schon so hoch, dass Leute nachgefragt haben, auch Freundeskreis, dass wir gesagt haben, entweder machen wir jetzt weniger, nur unsere eigenen Busse, oder machen daraus mehr und bauen die Busmanufaktur auf. Und jetzt kann man bei euch restaurierte Busse kaufen? Ja, restaurierte Busse, von uns restaurierte Busse, die wir dann so fix und fertig verkaufen. Den hier auch? Ist der auch zu verkaufen? Der ist nicht zu verkaufen. Welcher ist denn zu verkaufen? Der hier draußen. Das Schöne. Der ist gerade fertig geworden. Letzte Schritte sind noch zu machen. Oh. Lutz, darf ich mal reingucken? Ja, natürlich. Darf ich rein? Ja, steig gerne ein. Ich komme mal zu dir. Oh, hier ist ja richtig Platz so. Hier hast du ganz viel Platz. Hier hast du auch sehr viel mehr Platz als in jedem neuen VW-Bus. Und das macht das Obwohl die kleiner sind eigentlich, ne? Obwohl sie kleiner sind, aber dadurch, dass ich da hinten noch auf dem Motor schlafe, habe ich einfach im Innenraum viel mehr Platz. Stimmt, der Motor ist ja beim Bulli hinten. Deshalb beim T3 noch. Also der ist schon wirklich schick. Hier haben wir den Herd mit 2 Flammen. Dann haben wir hier unten haben wir den Kühlschrank. Ach, hier ist ein Tischchen auch. Guck mal. Einen dicken Bauch darf man nicht haben. Das wird schwierig. Bei dir schon. Ach, Luki. Aber also ich muss schon sagen, also ich kann meiner Pamela natürlich nicht fremd gehen, aber das ist schon... Lukas, das wäre was für dich, oder? Ja, ich höre ja einen dünnen Bauch auch. Was kostet so ein Teil, wenn man das so kauft bei euch? Das liegt so bei knapp 50.000 Euro. Oh. Dazu muss man aber sagen, dieses Auto ist technisch besser, als es damals beim Händler gestanden hat. An diesem Auto war keine Schraube mehr an ihrem Platz, sondern wir haben es komplett zerlegt. Okay. Wir haben es mit Trockeneis gereinigt. Wir haben alle schadhaften Stellen durch neue Bleche ersetzt oder repariert. Okay. Und dann ist dieses Auto einmal komplett neu lackiert und konserviert worden. Es ist alles neu, was man neu machen kann an dem Auto. Warum ist gerade dieses Modell der T3 so teuer? Ja, für mich ist es besonders wertvoll und ich liebe es ganz besonders, weil dieses Auto, da stand ich als Führerschein-Neuling mit 18 Jahren davor
und hätte es mir so gewünscht, so ein Auto zu fahren oder sogar zu besitzen. Aber es war unerschwinglich. So ein Auto kostete damals 60.000 Mark. War unvorstellbar. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo man sagte, jetzt könnte ich mir sowas leisten. Da waren sie natürlich auch schon sehr alt, da war schon viel Arbeit nötig. Aber dann war genau der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss das sein und jetzt brauche ich so einen Bus. Und seitdem habe ich auch selber genau dieses Modell. Das habe ich seit 2008. Meine Tochter, die war noch 4 Jahre alt, als sie angefangen hat, mit uns da zu fahren. Hatte ihren Schlafplatz oben im Hochdach. Wir haben selber einen mit Hochdach oben drin. Und letztes Jahr war ich dann auch noch mal mit meiner Tochter ganz alleine in Thüringen unterwegs. Und sie hat es genossen, auch wenn sie schon 16 Jahre alt ist. Ich glaube, da spielen ganz viele mit dem Gedanken, so sich sowas. Ja, es ist einfach. Die alten Kisten haben wir. Drin schraubt ihr noch richtig, ne? Ja, ja. Können wir da mal reingucken einmal? Natürlich. Wie so ein Opfer aussieht, wenn es kommt. Machen wir. Das ist aber jetzt hier schon ein schwerer Patient, glaube ich, ne? Das ist jetzt wirklich ein Fahrzeug, da geht es darum, dass man es wieder richtig gut funktional macht, aber nicht komplett restauriert, sondern auch einfach noch Originales erhält. Der stand bei meinen Nachbarn im Garten. Da haben wir als Kinder drin gespielt und da haben wir wirklich A-Team drin gespielt. Da habe ich dran gesessen als Hannibal. Da kommen so Kindheitserinnerungen wieder hoch. Aber wir hatten nicht so eine schicke Leiter. Das ist aber edel hier. Es ist der Kracher. Hier kommt eine Dachluke oben rein. Da kommt eine neue Dachluke oben rein. Eine neue Solaranlage kommt noch drauf. Ach, Solaranlage dann schon? Ja, genau. Jetzt schraubt ihr ja nicht nur an so alten Karren rum. Das können wir uns draußen gemeinsam angucken. Da haben wir einen vor der Tür stehen. Ah ja, okay, da bin ich ja gerade dran vorbeigelaufen. Ich mache ihn mal auf. Okay, der sieht da wirklich... Darf ich? Ja, gerne. Das sieht auch wirklich neu aus. Der ist auch neu, ne? Der ist brandneu. Hier kann ich das Bett. Hier kann ich das Bett runterklappen. Okay. Und dann kann ich hier vorne über den Sitz und über die Ecke von dem Fahrersitz kann ich hier hochklettern und dann habe ich da meinen Schlafplatz. Okay, wie viele Leute? Dann kann man hier mit 2 Leuten drin schlafen. Mit 4. Mit 4? Mit 4. Wo denn noch? Da, wo du drauf sitzt. Da können noch 2 schlafen. Ja, aber hier wird doch keiner mit 4 Leuten drin schlafen. Das passiert regelmäßig. Okay. Familie. Also ich habe Du willst was machen mit deiner Familie? Mit kleinen Kindern schon, ja. Also wir vermieten diese Autos ja auch und da habe ich ja von ganz jungen Leuten, die als Familie mit 2 Kindern reisen, bis hin zu Leuten, die über 80 sind, habe ich das ganze Spektrum der Mieter dabei. Und das geht von 2 bis 4 Personen. Ich meine, du hast alles dabei, ne? Genau. Es wird halt eng und kuschelig. Ich sage den Familien, wenn sie anfragen bei mir, sage ich immer, eins ist wichtig, ihr braucht auf jeden Fall schönes Wetter im Urlaub, damit es entspannt wird. Gut, aber so 2 Wochen im Regen hier drin zu viert ist schon... Da sage ich immer, mit jeder Minute wird es im Auto immer kleiner. Philipp, habt ihr denn schon mal zusammen Urlaub gemacht, ihr beiden? Du mit deinem Bruder? Im Regen, ein paar Wochen? Ein paar Wochen im Regen. Dazu kam es noch nicht. Wir haben zwar schon mal Ostern im Schnee verbracht, kann ich mich erinnern, beim Campen. Ja. Das ging auf jeden Fall schon mal ganz gut. Was wünscht man so unter Bulli-Freunden? Auf jeden Fall. Wenig Rost. Wenig Rost, eine störungsfreie, entspannte Reise. Aber das klappt schon. Okay. Außerdem sind die Bullifahrer in der Regel sehr entspannt und helfen sich gerne untereinander. Dann wünsche ich euch beiden erstmal eine gute Zeit noch. Und bleibt tapfer im Kampf gegen den Rost. Vielen Dank. Werden wir auf jeden Fall sein. Genügend Bedarf gibt es definitiv. Macht's gut, ne? Danke euch. Guck, die Pamela wartet schon. Lukas, komm, geht los. Danke. Das war doch spannend, oder? Was eine ungewöhnliche Campingcheck-Folge. Wir waren jetzt vielleicht nicht auf so vielen Campingplätzen wie sonst. Geht ja gerade auch nicht so richtig. Aber wir haben tolle Menschen kennengelernt, die wirklich ihre Leidenschaft zum Camping mehr oder weniger richtig übertrieben haben, wie die beiden Brüder. Die haben aus ihrem Hobby sozusagen ihren Beruf gemacht. Wir haben die Valeria, die einfach mal alles hingeschmissen hat, um dann wirklich ihren Traum zu verwirklichen und jetzt Tiny Häuser designt.
Und wir haben die Familie, die mal eben sich einen eigenen Campingplatz gekauft hat. Ich finde, das ist toll. Das sind wirklich Camper Power. Luki, wir müssen weiter. Auf jeden Fall. Diese Folge ist zu Ende, aber wir sind schon unterwegs für die nächste. Pamela, komm, sie kriegt halt auch nicht mehr PS. Es wird spannend, es bleibt spannend. Camper! Sagt der Freiheit, dass ich komme. Bye bye, bis bald.